Moin moin Leute, so, hat er schon vor einer Weile mal angekündigt, ziemliche Weile, wir wollen das Spiel Stories, The Path of Destinies spielen. Ich hoffe ja auf rege Beteiligung, denn in dem Spiel wird es Entscheidungen geben, keine groß komplexen wahrscheinlich unbedingt, ja gut, mehr oder minder. Und ja, da hoffe ich, dass ihr mich doch unterstützt und mitentscheidet. Warum kann ich jetzt... Ach da. So ist das. Dass ihr mich unterstützt und mir dann hilft, das Ganze einzuschätzen, welchen Weg wir gehen und so weiter. Es gibt halt so bestimmte Kapitelabschnitte, wo es halt darum geht, was man macht als nächstes. Beim ersten Mal werde ich noch selber entscheiden. Ich hatte schon einmal so weit gespielt. Und Once upon a time, ja. the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. But then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. So, während das kurz lädt, kann ich jetzt damit dazu Ende bringen. Ich habe das schon mal angespielt, ich kenne also den Anfang jetzt schon, auch testweise, muss ich sagen, um es mal auszutesten, wie es denn ist, das Ganze, wie es mit der Aufnahmegerät ist. Ich habe halt festgestellt, leider mit dem einen Aufnahmegerät geht es nicht. Und ja, deswegen musste ich erstmal schauen, wie ich es dann jetzt aufnehme. Aber da hat sich eine ganz gute Möglichkeit ergeben. Und ja, ich hoffe, wir werden zusammen viel Spaß mit dem Ganzen haben. Das heißt, was ich sagen muss, was ich feststelle, ist, die Ladescreen jetzt sehr lange. Aber, naja, wir haben ja schon gehört, es wird eine Geschichte. Es klingt so ein bisschen wie so eine, wenn man es überlegt, so Thematik Fabelgeschichte. Farben werden meistens mit Tieren gehandhabt. Klingt ja auch so, König ist ein Frosch. He was looking down, watching his city burn. "Sorry, kid," Reynardo told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book!" "I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Ja, dann steigen wir das Ganze mal ein. Ich kann einfach nicht dazu meine Sätze manchmal zu Ende sprechen. Beschütze Peter. So, wir können jetzt hier schon schlagen. Und werden jetzt hier gleich, das kann ich schon mal vorweg verraten, logischerweise wie in allen Spielen, ein kleines Tutorial durchlaufen. Sieht schick aus. Nicht, sag ich mal, jetzt super detailreich, aber irgendwie seine eigene Faszination. Also, das heißt nicht detailreich, das ist... Ich meine jetzt so, detailreich, ich meine jetzt so, die Farbabstufungen sind sehr ja, speziell. Es ist ja... Ja, das ist zum Beispiel... Das sind so doch kleine Details, das war jetzt nicht gemeint, dass das Spiel keine Details. The two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. "Hey," Reynardo said. They cocked their heads at him. "Pick on someone as ugly as you." Wait, that didn't come out right. "For the Emperor!" The ravens cawed and rushed at him. So. So, da haben wir die ersten 2 tot mit 8 Kombo. So, jetzt lernen wir hier zu kontern.
Schön. Klappt wie am Schnürchen. So, wirkt, wie ich meinte, es heißt nicht keine Details, aber es ist ja irgendwie einfach gestellt. Es ist eine eigene Grafik, ja, also kann man das schön umschreiben. Flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. Halte X zum Greifen. Zielen, loslassen, werfen. Alles klar. Und tschüss. Wozu lange rummachen? Wir können es auch so machen. Entweder runterschmeißen oder so. Macht's jetzt. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke. Making the Skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero's sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Reynardo going to get a hero sword? Na, wo wohl? In der nächsten Kreuzung! Nein, den muss man mal bringen. Jagd ist halt Tutorial und daher. War and wind essence? That sounds about right. I'll need a workshop though. Ja, die wegkommt. Schwerter schmieden. Dies ist das Schwertschmiedemenü. Hier kannst du mächtige Zauberschwerter schmieden und aufrüsten. Sammle aus den Kisten, die du in ganz Boreas findest, die nötigen Materialien. Und Boreas ist sogar in manchen Themen eine Gottheit oder so eine Art. Auf jeden Fall was ziemlich Kaltes. Also ich kenne da das Spiel Sun für Game Boy. Da ist Boreas ein Aufruf, ein Summon. So, was steht denn hier? Aktuelles Level und Spezialkraft des gewählten Schwerts. Aktuelle Stufe noch ungeschmiert. Klar. Spezialkraft des gewählten Schwerts für das nächste Level. Sieht hammermäßig aus. Geile Spezialkraft. Die Materialien, die du zum Aufrüsten des Schwerts brauchst. Erz. 3-mal haben wir. Du hast genügend Materialien, schmiede jetzt dein erstes Schwert. A hero sword. Bam. QED. So, um es mal kurz durchzugehen, wir haben hier noch ein Windextraktschwert, Wasserextrakt und Feuerextrakt und ja, das war's soweit. Um es auf die nächste Stufe zu bringen, brauchen wir erstmal 30 fucking Erz. Ja, jetzt haben wir unser Heldenschwert. Sun, da gab es den Aufruf Boreas. Sun kann ich übrigens für die Leute, die es nicht kennen, kann ich sehr empfehlen. Ich habe den ersten und den zweiten Teil gespielt. Den dritten gab es dann leider nur für den neueren Gameboy, daher konnte ich das nicht spielen. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Reynardo's jokes even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Ja. Hier ist also das Königreich aktuell, die Story ist ziemlich niederschmetternd. Aber jetzt nochmal kurz zu Sun. Ich kann es nur wirklich empfehlen, den letzten Teil konnte ich nicht spielen, weil es für die neueren Versionen rauskam. Um Gameboy und so. Aber jetzt zurück zum Spiel endlich mal. Die Story, muss ich sagen, ist schon ziemlich hart. Mutter verbrannt. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Wise-ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Reynardo. Ah, ravens. Ich mag diese Erzählerstimme. Ich mag sie. It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down.
Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How had he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Kann er sich nicht an seine alten Sachen erinnern, Alter. Alzheimer, der Mann. So, weiter. Weiter, es gibt 4 Fähigkeitsstufen. Das ist so ein klassisches Ding. Hier findest du die Streifen für jede Fähigkeit und die Erfordernis für ihre Freischaltung. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, kauf dir die Hakenschussfähigkeit. Ja, das ist jetzt klar, das anderes geht nicht. So, Schild, zum Beispiel Schildhaken. Wenn du einen Feind mit Schild anhakst, findet er den Schild und wird angreifbar. Eine offenbarte Wahrheit, Hakenschuss. Also hier gibt es so verschiedene Sachen, die man dann lernt. Nett. Also manchmal ist der Controller etwas merkwürdig. It So. was starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. So. Jetzt haben wir den Haken und weiter geht's. Wir werden noch mehrere Fähigkeiten kriegen. Je mehr wir kämpfen, desto mehr werden wir uns erinnern. Insofern logisch. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. "Stop!" he shouted. "I'm not giving you the book!" shouted the kid, and took off. "No, Peter!" But the kid ran for it, and a goggler nailed him with its ivy. Ja. Kleine Glotzer sind scheiße. Deswegen umgehen wir den mal. The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes, and a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Reynardo picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. So, noch kurz die Kiste mitnehmen, weil wenn die schon so gerade so schön leuchtet, nehmen wir so. Naja, okay, ist hier noch irgendwas anderes drin? What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. "Where are you running, rebel?" cawed the Raven captain over the loud hailer. Reynardo could see them cranking up their catapults. "Just going out for milk?" Reynardo yelled back. "Where can you run?" laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. "Take us to the rebel base! I will spare your life!" it called. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven, a sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time, unless Reynardo could bring a game-changer. Maybe he could. Reynardo had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lupino had sent Reynardo a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Reynardo could only rescue him. Reynardo dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off.
not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper. So, jetzt mal ganz kurz das Ganze rekapitulieren lassen. Wir haben einer Mutter versprochen, ihren Sohn zu beschützen. Der Sohn will das Buch nicht an die Rebellen ausliefern. Er rennt weg und stirbt. Das ist, muss ich sagen, schon ziemlich hart. Es geht hier um Bürgerkrieg, würde ich jetzt mal sagen, bisher. Und ja, wir werden jetzt hier so ziemlich die Hauptstory spielen als Reynardo. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden, Lapino oder das Schwert. Einer Legende hinterherlaufen oder einen Freund retten. Man kann keine neuen alten Freunde gewinnen. Bau den Sky Ripper.